Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar machen wir heute nochmal Fischfrikadellen aus Thunfisch, aber auf eine ganz neue Art und Weise. Seid gespannt, ich nehme euch jetzt mit. Und wie ich das Ganze zubereite, das zeige ich euch wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr 2 Frühlingszwiebeln, 3 Dosen Thunfisch in eigenem Saft, eine Dose Kidneybohnen, 4 Esslöffel körniger Frischkäse, 2 Eier, eine rote Paprikaschote und an Gewürzen Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Als erstes gebt ihr die Kidneybohnen in ein Sieb und wascht sie gut durch. Danach kommen sie in so einen Häcksler und werden zu einem Brei zerhäckselt. Da die Bohnen ja jetzt trocken sind, zerschreddere ich sie am Anfang nur etwas und dann gebe ich die Eier dazu, um Flüssigkeit zu bekommen. Mit den zugefügten Eiern lassen sich die Bohnen jetzt sehr gut zerkleinern. Die Masse einfach nochmal so schön nach unten schieben und dann nochmal Vollgas geben. So bekommt ihr dann einen richtig schönen Kidneybohnenbrei. Jetzt zuerst die Lauchzwiebeln einmal gut waschen. Dann schneide ich das Ganze so ungefähr auf eine Länge und schneide es einfach in ganz feine Ringe runter. Als nächstes nehmen wir uns die Paprika vor. Auch die habe ich gut gewaschen, entkernt und von den weißen Scheidenwänden befreit und schneide sie jetzt zuerst in Streifen und dann in ganz feine Würfelchen. Wichtig bei diesem Rezept ist, dass ihr das Gemüse wirklich richtig schön fein und klein schneidet. Den Thunfisch, den lasst ihr durch ein Sieb erstmal gut abtropfen und gebt dann 4 Esslöffel von dem körnigen Frischkäse dazu. Jetzt kommt die pürierte Kidneybohnenmasse hinzu. Das Rezept ist wirklich ein bisschen abgefahren, aber diese Fischfrikadellen sind super lecker und eine richtig gute Eiweißbombe. Die Masse wird jetzt erstmal gewürzt mit reichlich Salz, etwas Pfeffer und ca. 1 Teelöffel Paprika edelsüß. So, und jetzt geht es erstmal ans Kneten. Die Masse, die muss jetzt richtig schön mit den Händen verknetet werden. Jetzt glaubt man wirklich noch, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Aber umso länger ihr knetet, umso kompakter wird dieser Teig. Ich habe meinen Teig hier mindestens 5 Minuten lang schön durchgeknetet. Und wie ihr seht, ist das Ganze jetzt schon zu einer schönen kompakten Masse geworden. So lässt sich der Teig später gut zu Fischfrikadellen verarbeiten. Nachdem der Teig so schön kompakt ist, geben wir das klein geschnittene Gemüse hinzu. Und auch das Gemüse wird jetzt noch mal richtig schön in die Masse eingeknetet. Und keine Sorge, ja, der Teig, der ist relativ feucht, aber das tut den Frikadellen hinterher richtig gut. Dadurch werden sie später richtig schön saftig. Das Gemüse solltet ihr jetzt auch noch mal für ca. 2 Minuten richtig schön mit in die Masse einkneten. Aus dem zubereiteten Teig formt ihr jetzt eure Fischfrikadellen. Ich habe hier aus der Masse insgesamt 12 Fischfrikadellen herausbekommen. Die Fischfrikadellen, die formt ihr am besten alle vor und legt sie auf einen Teller. Am besten ist es, wenn ihr sie nach dem Formen noch ein klein wenig platt drückt. Jetzt erhitzt ihr etwas Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe. Ich habe hier ganz normales Sonnenblumenöl genommen, ihr könnt aber jedes andere Öl auch verwenden. Wichtig hierbei finde ich nur, dass es geschmacksneutral ist.
Und in das erhitzte Öl gebt ihr jetzt eure Fischfrikadellen hinein. Die Fischfrikadellen fühlen sich zwar sehr feucht an, aber das ist nicht schlimm, denn sie sollen die Feuchtigkeit beim Braten in sich bewahren, damit sie später auch richtig schön saftig sind. Die Fischfrikadellen, die lasst ihr von dieser Seite jetzt erst einmal für 6 bis 7 Minuten schön vor sich hin braten. Ihr solltet sie auch später nur einmal wenden, denn da sie sehr feucht sind, besteht die Gefahr, dass sie euch später, wenn ihr sie zu oft wendet, vielleicht auseinanderfallen. Und nach 6 bis 7 Minuten wendet ihr die Fischfrikadellen dann einmal. Sie sollten von der Seite wirklich sehr schön braun sein. Und wenn ihr euch zwischendurch nicht sicher sein solltet, dann schaut einfach mit dem Pfannenwender vorsichtig einmal unter den Frikadellen drunter. Auch von dieser Seite sollten die Fischfrikadellen jetzt nochmal für ca. 6 bis 7 Minuten braten. Und wenn die Fischfrikadellen von beiden Seiten, so wie hier, richtig schön braun sind, dann sind sie auch fertig. Das Ganze hat jetzt so ungefähr 14 Minuten gedauert. Und hier kommt das tolle Ergebnis. Dazu passt hervorragend ein einfacher, gemischter Salat mit einem leichten Joghurtdressing. Lecker, gesund und eiweißreich. Was will man mehr? Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!